Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute machen wir eine Sache, die wird wahrscheinlich jedem Free-to-Play-Spieler in den Augen wehtun. Es wird sich wahrscheinlich das ein oder andere Herz heute von dem ein oder anderen Shakes and Fidget-Spieler brechen. Ja, unter anderem wahrscheinlich auch meins, weil wir haben heute was vor. Ja, das ist eine Sache, die, ja, ich sag mal so, die hätte ich letzten Monat noch nicht in Erwägung gezogen oder geschweige denn drüber nachgedacht, ja. Jetzt sind wir auf E50 und ja, jetzt können wir die Sache auf jeden Fall durchziehen. Wir werden heute, ja, aus der Edelsteinmine, die jetzt mittlerweile Stufe 10 ist bei mir, ja, ne, Steine skippen. Und zwar nicht für mich. Ja, wenn wir welche bekommen, die wir auswechseln können, dann nehmen wir die natürlich auch. Ne? Ihr seht, hier sind ein paar Edelsteine, zum Beispiel der, ne? Der hier. Da kann man noch ein paar auswechseln. Hier sind ein paar inaktuelle. Ne? Die nehme ich natürlich gerne. Aber ich werde heute Steine skippen aus einer 10er Mine für meine Begleiter. Ja, das werden wir heute auf jeden Fall tun. Das steht auf der Agenda. Und ja, ich fühle mich da selbst ein bisschen schlecht bei, muss ich sagen. Aber es bockt. Es bockt und es macht Spaß. Und vielleicht ist es für euch auch ganz unterhaltsam, mal sowas auch vielleicht mal zu sehen. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir das tun. Wenn wir schon die Pilze zur Verfügung haben, dann können wir das auch machen. So. Ich hatte ja in einem Livestream, der ist glaube ich gar nicht mal so lange her, ich glaube 2 Wochen oder so, ich weiß gar nicht, 2, 3 Wochen, da hatte ich in dem Livestream gesagt, der war mit Paul zusammen, da haben wir die Mine auf Stufe 10 geskippt. Da habe ich gesagt, ich werde nie wieder irgendwie Edelsteine jetzt skippen, weil vorher hatte ich die auf Stufe 1 gehabt, ne, die Mine, und da haben die ja 5, 6 Pilze gekostet, das war ja quasi gar nichts so, ne. Aber jetzt kosten die, glaube ich, 52 Pilze oder so pro Skip. Und das ist schon ein bisschen mehr. Und da hatte ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Das lohnt sich für mich überhaupt nicht so. Ne? Da warte ich lieber die 7, 8 Stunden, bis das Ding hier durch ist. So, ne? Heute sieht die Sachlage ein bisschen anders aus. Und deswegen, ja, würde ich mal sagen, schnacken wir gar nicht lang rum. Wir fangen mal an. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel wir skippen wollen. Aber wir werden mal ein bisschen was gucken. Ja, ein bisschen skippen. Schauen wir mal, wie viel es denn werden. Und dementsprechend gucken wir mal, ob denn unsere Begleiter dann auch ein paar gebrauchen. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Ja, fragt sich der eine oder andere. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend, denn wir, ja, also die Steine aus der Mine sind halt ultra stark. Wir haben halt eine 539er Ritterhalle bisher. Grüße gehen da raus, auch an die Gilde natürlich. Eine sehr starke Leistung, macht sehr viel Spaß, auch weiterhin auf dem Server in so einer starken Gilde zu spielen, und es pilzen wirklich mehr rein als notwendig so. Wir hatten eigentlich ganz andere Pläne gehabt, so, aber wir halten wirklich sehr krass mit den Top-Gilden da oben. Und deswegen auf jeden Fall Grüße an jeden Einzelnen hier aus der Gilde. Ne? Zieht auf jeden Fall auch weiter durch. Und ja, wir bekommen krasse Edelsteine. Und ja, wenn jeder von meinen Begleitern komplett edelsteinmäßig, komplett neu ausgerüstet ist oder jeder einen Edelstein drin hat, ne, dann macht das stat-technisch auf die 3 Begleiter einen sehr großen Unterschied, was uns dann wiederum im Märchenturm ziemlich krass voranbringt, wodurch wir wiederum viel mehr, ja, Gold in unseren Quests bekommen, ne, was dann unseren Main-Char wieder voranbringt, und vor allen Dingen bekommen wir ja auch noch hier in der Schattenwelt ein paar Gegner wahrscheinlich auch noch mehr gelegt, was wir dann, ja, wodurch wir dann wieder neue Items, wieder neue Level etc. pp. Ne? Also für Progress quasi skippen wir jetzt ein paar Edelsteine. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Ne? Der kostet fast die Hälfte und deswegen let's go. So, da haben wir einen Stärkestein direkt. Ja, wir schauen mal rein. 314, das sind die kleinen Steine. Die sind nicht bedeutend besser als die wir jetzt drin haben. Ich würde tatsächlich hier nur noch die mittleren oder eventuell sogar die großen nur noch nehmen, weil, ja, da würde ich dann die Setpunkte lieber meinem Bertram hier zum Beispiel zur Verfügung stellen. Hier da können wir direkt den reinmachen, das würde sich deutlich krasser lohnen als jetzt in die normalen Items so, ne? Aber hier haben wir ja schon Stärkestein drin, so, ne? Obwohl, nee, ich hatte mal gehört gehabt,
Das hatte ich, glaube ich, die letzten Videos auch vergessen. Bei den Begleitern erzählt der Edelstein, glaube ich, gar nicht doppelt in der Waffe. So, bei mir schon, hier mal 2, aber bei den Begleitern eh nicht. Also es ist gar nicht so wichtig, ob wir jetzt nun den Stein hier reinsetzen oder den jetzt überschreiben sozusagen. Deswegen setzen wir den jetzt einfach so rein. So, jetzt kommt der erste richtige Skip. 44 Pilze kostet das, ja. Oh, ein mittlerer blauer. Also gar nicht mal so teuer, wie ich mir das gedacht hatte. Wir haben ein paar Ressourcen angehäuft, ne. Mal gucken, 344, der ist schon ein bisschen besser, ne. Also da kann man mal mitspielen, den eventuell meinem Main zu geben. Den bewahren wir erstmal auf. Die mittleren blauen und großen blauen, obwohl die großen blauen, die werde ich safe hier wechseln, aber die mittleren blauen, die behalten wir erstmal und dann gucken wir mal, was passiert. So. Wieder ein kleiner blauer, das kann mein Bertram gut gebrauchen. Und ja, wir bekommen leider nur kleine Edelsteine. Wir müssten das natürlich an einem Event machen, wo wir nur große Edelsteine bekommen, aber das war ja auch kürzlich erst gerade gewesen. Deswegen ist das ein bisschen schade, dass wir das ja, verpasst haben. Aber ist ja nicht alle Tage Abend. Das wird sich sicherlich nochmal, die Gelegenheit wird sich, denke ich mal, auf jeden Fall nochmal ergeben. So, wie sieht es denn aus mit den Ausdauersteinen hier bei mir? Ja, da haben wir jetzt hier auch einen besseren auf jeden Fall. Aber den Ausdauerstein, ja, Ausdauer brauchen ja eh alle. Und da ja alle davon von Ausdauer profitieren, gebe ich es jetzt als erstes meiner Kunigunde, weil die Kunigunde am meisten carryen kann. Ne? Danach würde ich es dann meinem Marquardt geben und dann Bertram so. Obwohl mein Bertram die besten Items hat, weil ich ja halt auch Krieger bin, so, ne? Deswegen kriegt er ja direkt meine Items, die ich halt nicht mehr brauche. Und deswegen machen wir es so. So, die behalten wir auch erstmal. Da gucken wir mal, was wir noch so bekommen, ne? Weil für mein Main ist natürlich so ein Upgrade auch gar nicht so verkehrt. So, Intelligenzstein. Und ich muss sagen, es macht Spaß, aber ich bin mir auch trotzdem immer noch bewusst, was ich hier gerade eigentlich mache. So, ne, wir skippen hier wirklich jetzt gerade Edelstein, Mine, 10er Edelsteine, so, ne, das ist halt schon echt eine Ansage, muss man dazu mal, ne, beipflichten und ja, ist crazy auf jeden Fall, ist crazy und ja, wenn euch das Ganze gefällt und ihr das auch eventuell feiert, ne, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar oder ein Like da, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ne? Den Content, Alter, wir kriegen ja hier nur Stärkesteine und Ausdauer irgendwie gefühlt. Alter, Dicker, was ist das denn? Holy shit. Ja, und mit den Kleinen können wir halt auch wieder nicht so viel anfangen. Deswegen geben wir den mal Bertram. Den Ausdauerstein. Mal gucken, meine Kunigunde. Oh, die ist ein Tank mittlerweile schon hier. Holy shit. Die hat schon ziemlich viele Ausdauersteine. Vielleicht geben wir ihm erstmal Marquardt hier so. Zack. So. So, wir machen weiter. Ey, das gibt's ja nicht. Also eigentlich bin ich ja... das ist nice. Eigentlich bin ich ja froh, muss ich sagen, wenn ich Stärkesteine bekomme, weil die kann ich halt immer sehr gut gebrauchen. Aber jetzt skippen wir ja auch primär für meine Begleiter und deswegen, ja, wäre es auch nicht verkehrt, wenn wir da auch das ein oder andere Item bekommen, was uns weiterhelfen könnte. So, wir haben hier einen Glückstein drin. Einen haben wir, den würden wir austauschen, glaube ich. Ist, denke ich mal, also wir verlieren ziemlich viel an Glück, denn so, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall deutlich besser. Ich bin halt am Überlegen, ob ich hier vielleicht einen Ausdauerstein rausnehme. Der ist relativ bad. Okay, ich sehe gerade, der Ausdauerstein, der ist ja noch richtig, richtig alt. Deswegen glaube ich tatsächlich, ich hätte jetzt hier den Glückstein rausgenommen, aber der Ausdauerstein ist ja nun mal ziemlich, ziemlich bad. Deswegen, ja, machen wir das so. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, besser. Und wir sind auf 1,337 Pilze. Ja, perfekt. So. Und wieder ein Intelligenzstein für Marquardt. Und bekommen wir noch einen Intelligenzstein. Okay. So, hier machen wir es folgendermaßen. Hier sind wir schon auf 50%. Hier haben wir 310, 321. Hier machen wir erstmal noch einen Sockel hinzu. Ja, und ich muss auch nochmal an der Stelle erwähnen, ne, bitte macht das nicht nach, wenn ihr euch das Ganze nicht wirklich leisten könnt. Ja, effektive Spielweise ist das hier nicht mehr. Das ist schon wirklich Rumgesaue an Pilzen so. Das ist hier eine Pilzparty sondergleichen, ja. Deswegen, ja, wenn ihr da wirklich nicht die Pilze zur Verfügung habt oder das Echtgeld dafür, und ihr euch nicht in Bredouille bringt, dann könnt ihr es machen, aber ansonsten, wenn es, ja, also ist es nicht empfehlenswert so, ne? So,
Und ja, was haben wir hier noch? Wir haben 50%. Ich glaube, ich nehme einen Glücksstein raus, einfach hier so, ne? Das machen wir mal. Okay, wir droppen auf 47, haben aber nochmal deutlich mehr Schaden dadurch bekommen. Das ist schon ganz nett auf jeden Fall. So, und ich würde sagen, wir skippen noch zweimal. Okay, noch ein Geschickstein und noch ein Geschickstein. Okay, da freut sich natürlich die Kunigunde. Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, wir schauen mal. Wir bräuchten tatsächlich noch mehr Stärkesteine. Es ist gar nicht so verkehrt, dass wir Stärke bekommen haben. Aber ich, ja, bin halt auch am Überlegen, die mir tatsächlich zu geben, weil die halt deutlich besser sind, so, ne? Aber mein Bertram braucht halt auch immer so ein bisschen. Aber der Bertram macht generell immer nicht sehr viel in den Kämpfen. So, jetzt müssen wir überlegen. Ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich lieber den Glücksstein rausnehmen und dafür noch Geschick hier reinballern. So, und ja, droppen wir zwar ein bisschen, aber kriegen natürlich deutlich mehr Schaden. Ne? Kunigunde kann ja auch ausweichen, da bräuchte man ja halt dann auch ein bisschen Glück. Und ja, mal schauen, was haben wir hier noch? Haben wir noch irgendeinen schlechten Stein? 265 in der Waffe. Das ist tatsächlich auch, glaube ich, der schlechteste Stein. So. Ja. Genau, gut, dann setzen wir hier noch den mittleren rein. Zack. So, und dann haben wir hier schon mal ein gutes Upgrade. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch anstellen können für schöne Sachen. Was haben wir eigentlich für Stein? 281 ist der schlechteste. Was haben wir die hier? 81, 81. Ja, und wir haben hier 48er mittlerweile. Das ist natürlich schon wieder ein deutliches Upgrade. Deswegen nehmen wir die mal für ein Main. Das ist, denke ich mal, ein bisschen schlauer, als die jetzt für meinen Bertram zu benutzen. Und ja, was nehmen wir hier? 88. Ja, hier tauschen wir das Ganze auch aus, ne? Dadurch, dass die Gilde ja fleißig am Ritterhallenfarm ist, so, ne? Verbessern die sich ja natürlich auch immer wieder und ist natürlich auch für uns deutlich besser. Und ich präferiere natürlich mein Char immer vor den Begleitern, weil ich mit meinem Char natürlich auch alleine in die Lichtwelt kann und halt eigentlich nur auf meine Begleiter angewiesen bin im Märchenturm oder ja halt in der Schattenwelt, ne? So, jetzt ist aber die Frage, tausche ich hier den Edelstein für 45 Skillpunkte oder gebe ich den irgendwie hier meinem Bertram für komplette 348 plus obendrauf? Ich glaube, ich gebe dem meinen Marquardt hier. Mein Bertram meine ich natürlich. Ja, machen wir das erstmal so. Ne? Gut, komm, wir skippen noch einmal. Okay, Glück. Ja, Glück gehabt. So, hier haben wir jetzt alles soweit equipped. Ne? Hier haben wir auch überall einen Stein drin, Marquardt auch. Also mir fehlt quasi jetzt nur noch der Bertram. Ja, hier können wir noch den Glückstein reinsetzen. Dann hat er auch ein bisschen mehr Glück. Aber ja, das erstmal auf jeden Fall dazu. Ne? Gut, dann können wir mal gucken, was jetzt so in den Dungeons mehr geht. Ja? Vielleicht haben wir da jetzt ein bisschen bessere Chancen. Und ihr seht, ich habe ein relativ großes Pilzinvestment gemacht. Wie viel hatte ich jetzt? 1800 oder so? Ne? Und es bringt mich gar nicht mal so viel weiter nach vorne. Ne? Also der Gegner eben, der hat ziemlich rumgesponnen hier. Ich meine, die Gegner sehen jetzt wieder ganz gut aus, die jetzt kamen, so, ne? Aber generell ist es halt jetzt, ja, weiß ich nicht, muss jeder selbst sehen, ob es worth ist oder nicht, ne? Also, aber es ist schon eine ziemliche Pilzschweinerei, sag ich mal, ne? So, wir haben eine schöne Waffe. Mal gucken. Oh ja. Ah, die ist von der Spanne her nicht so geil, aber das muss ich natürlich mitnehmen hier, ne? So, Edelstein-Sockel hinzufügen. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen, das Upgrade. Und Steingewinnung. So, zack. Ja, hier haben wir noch alle Attribut-Item. Von denen kriege ich tatsächlich mehr als genug. Da, bin ich relativ gut unterwegs. Hier haben wir noch Schuhe. Ja, plus 21. Verliert ein bisschen Rüstung. Lassen wir jetzt erstmal. Ist jetzt nicht so dermaßen krass, aber was wir erstmal machen, ist ein bisschen skillen wieder. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier sehr viele Skillpunkte. Und ja, wir können ja mal hier gucken.
Okay, gut. Dann kriegen wir das auf jeden Fall morgen down. Ja, das hatte mir noch gefehlt heute. Und dann schauen wir mal hier. Oh, nice. Sind wir hier auch ein bisschen weitergekommen und kriegen auch eine Marquardt-Waffe. Das ist immer sehr gut, wenn wenn meine Begleiter oder ich Waffen bekommen. Das sind immer die besten Upgrades. Ja, die Spanne ist halt schlechter, aber ist halt Dreier-Stat, ne? Und vom Durchschnittsschaden auch deutlich besser. 62, das muss man auch mitnehmen an der Stelle einfach. Und machen hier auch Steingewinnung. Zack. So, das werde ich nicht austauschen. Das lohnt sich jetzt nicht so wirklich krass. Und ja, wir machen noch ein paar Etagen hier im Turm. Und dann werden wir die nächsten Tage mal gucken, ob wir auch in der Schattenwelt ein bisschen weiterkommen jetzt. Ne? Um da mal zu gucken, was das Upgraden der Begleiter jetzt durch die Steine jetzt gebracht hat. Auf jeden Fall haben wir ein paar Turmetagen jetzt dadurch geschafft. Ne? Das ist natürlich immer ganz nice. Questen wir jetzt wieder mit ein bisschen mehr Gold. Das ist immer eine sehr gute Sache auf jeden Fall. Und da bin ich auch happy. So, was sehe ich hier? Also so viele alle Attributs-Items, die scheißen mich da wirklich förmlich mit diesen, also das ist halt wirklich frech. Das ist halt wirklich frech. So, also wo bleiben hier die guten alten Dreier-Epics? So, ich vermisse auch für meinen Main mal seit langer Zeit eine Epic-Waffe. 3-Stat. Mit einer guten Spanne. Ne? Oder ich habe schon ewig keine Epic-Waffe mehr gesehen, geschweige denn ein Schild für mich. Ne? Also das ist schon Ewigkeiten her, dass ich sowas mal hier gesehen habe. Aber okay, gut. Der Fliegenmassenmörder, der will noch nicht so richtig fallen hier. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal noch bis 900 runter, vielleicht fällt er dann. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, gut, der will jetzt noch nicht, ne? Aber ja, trotzdem haben wir gut Etagen jetzt geschafft, ne? Da bin ich auf jeden Fall ziemlich happy drüber, dass wir das jetzt geschafft haben, so, ne? Und ja, ne, das kam jetzt quasi dabei raus, wenn man jetzt 1000, was war das? Ja, so 900 Pilze vielleicht jetzt ausgegeben hat. Ist nicht worth. Macht's bitte nicht nach, ja? Deswegen nochmal da der Rat an der Stelle. Wir können noch wo wir gerade beim Rad sind, Rad geben, können wir natürlich auch am Rad drehen. Ne? Das ist ja eine grandiose Überleitung hier. Und dann sind wir, glaube ich, weitestgehend für heute erstmal so durch, würde ich sagen. Ne? Können hier noch die Angriffe machen. Nehmen wir mal hier den Yuji. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle, falls du das siehst. Ja. Mal schauen, die Kämpfe sehen ja schon mal ganz gut aus. Wo sind wir jetzt? 151. Ja, wir grinden uns langsam, oder besser gesagt, pilzen uns langsam den Weg nach oben. Ne? Aber ich glaube, jetzt kommen wir auch langsam an eine Stelle, wo wir halt nicht sehr viel weiterkommen werden hier. Ne? Ja, mal schauen. Ja, jetzt wird es wieder kritisch. So, ja. Wir brauchen noch 3 Kämpfe, die müssen wir noch gewinnen. Ja, 2 Kämpfe noch. Nehmen wir mal den Magier hier. Schade. Und ja, nehmen wir mal den Ramster. Auch Grüße gehen raus an der Stelle. So, ein Kampf noch. Ja, jetzt verlieren wir bestimmt ganz viele. Wir nehmen mal ihn hier. Schade. Mal gucken. Fällt er? Ja, er fällt. Gut, haben wir das auf jeden Fall auch erledigt. 177 sind wir jetzt. Ja, ein bisschen gedroppt, aber wir haben unsere Erfahrung gesnackt. Das ist ja eben das Wichtige dabei. Und dann war es das auf jeden Fall für die Folge heute soweit gewesen. Wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Wir werden natürlich auch den Bertrahmen noch ein bisschen verbessern. Dann sollte auch im Märchenturm noch ein bisschen vielleicht mehr fallen. Ne? Ansonsten haben wir ja jetzt erstmal soweit die Steine für alle Mann, außer für Alter Ego, der braucht ihn nicht. Ne? Ja, aber Bertram kriegt noch ein paar Steine auf jeden Fall und dann werden wir mal zusehen, dass wir da noch ein bisschen vorankommen. Gut, sehr, sehr pilzintensive Folge mal wieder, aber ich hoffe, das gefällt euch zur Abwechslung auch mal. Ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da.
Und ja, dann wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.